Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge. Ich bin Lena. Und ich bin Martin. Hallo Lena, ich bin heute bereit für ein Upgrade. Ein Upgrade? Das klingt gut. Was meinst du damit? Naja, ich kenne viele Wörter, aber manchmal klinge ich wie ein Roboter oder, noch schlimmer, ein bisschen unhöflich, ohne es zu wollen. Genau das ist unser Thema heute. Wir nehmen einfache Alltagsszenen und verbessern die Sätze Schritt für Schritt. Wir machen aus einem okayen Satz einen perfekten Satz. Das ist wie beim Bauen. Wir fangen mit einem Stein an und machen daraus eine schöne Mauer. Exakt. Aber Martin, bevor wir loslegen, wir brauchen die Unterstützung unserer Hörer. Richtig, wenn ihr euer Deutsch upgraden wollt, abonniert den Kanal und gebt uns ein Like. Das ist ein kleiner Klick für euch, aber ein großer Motivationsschub für uns. Danke euch. So, Martin, bereit für das erste Upgrade? Starten wir. Wir sind im Café. Es ist früh. Du willst einen Kaffee. Was sagst du als erstes? Ich bin müde, also sage ich will einen Kaffee. Oh weh, Martin, das ist die erste Stufe, aber sie ist nicht gut. Ich will klingt im Deutschen sehr hart, fast wie ein unhöfliches Kind. Okay, das will ich nicht. Was ist die nächste Stufe? Wir benutzen ein Verb, das wir in der Schule lernen. Ich möchte. Ich möchte einen Kaffee. Ist das schon perfekt? Es ist okay, aber wir können es noch besser machen. Ein Muttersprachler würde oft sagen, ich hätte gern. Ich hätte gern einen Kaffee. Das klingt schon viel eleganter. Ja, aber es fehlt noch etwas. Das Zauberwort. Bitte. Also, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Perfekt. Das ist ein 5-Sterne-Satz. Aber warte, es gibt noch ein extra Upgrade für fortgeschrittene B1. Noch besser? Wie? Mit einer Frage. Könnte ich bitte einen Kaffee haben? Könnte ich bitte haben? Warum ist das besser? Es ist keine Aussage, sondern eine höfliche Frage. Es lässt dem Barista den Raum, freundlich zu antworten. Guten Morgen. Könnte ich bitte einen großen Kaffee mit Hafermilch haben? Fantastisch. Von ich will zu könnte ich bitte haben. Das ist ein riesiges Upgrade. Du bist im Bus. Es ist eng. Da ist ein Sitzplatz, aber eine Tasche blockiert ihn. Stufe 1. Weg mit der Tasche? Nein, Spaß beiseite. Vielleicht ist hier frei? Das ist verständlich, aber ein bisschen plötzlich. Die Person erschrickt vielleicht. Wie machen wir es höflicher? Wir setzen ein Wort davor. Entschuldigung. Genau. Entschuldigung, ist hier frei? Das ist Stufe 2. Aber lass uns den Satz vervollständigen für Stufe 3. Entschuldigung, ist dieser Platz noch frei? Sehr gut. Das Wort noch macht den Satz natürlicher. Es impliziert, dass vielleicht gerade jemand dort saß. Und was ist, wenn ich aus Versehen jemanden anstoße? Sage ich dann auch Entschuldigung? Du kannst es sagen, aber das Upgrade für Fehler ist, das tut mir leid. Ah, ich verstehe den Unterschied jetzt besser. Entschuldigung ist, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Tut mir leid ist für das kleine Chaos, das ich angerichtet habe. Genau. Wenn du jemanden trittst und Entschuldigung sagst, klingt das fast ein bisschen kalt. Wenn du „Oh, Verzeihung, das tut mir sehr leid“ sagst, ist alles sofort wieder gut. Jetzt wird es geschäftlich. Dein Computer spinnt. Du brauchst Hilfe von Max. Stufe 1.
Max, mein Computer ist kaputt. Hilf mir. Max wird denken, ich bin doch nicht dein Techniker. Wie fragen wir netter? Kannst du mir helfen? Besser, aber wir wollen B1-Niveau. Wir benutzen wieder den Konjunktiv. Könntest du mir bitte helfen? Sehr gut. Und jetzt das Geheimwort für das ultimative Upgrade. Erinnerst du dich an unser letztes Gespräch? Das Wort kurz. Richtig. Könntest du mir bitte kurz helfen? Das ist magisch. Kurz bedeutet, ich stehle dir nicht den ganzen Vormittag, nur 2 Minuten. Exakt. Und wenn Max fertig ist, sagst du nicht nur Danke. Wie upgraden wir das Danke? Vielen Dank für deine Hilfe. Oder, das ist wirklich nett von dir. Perfekt. Das ist nett von dir, baut eine echte Verbindung zum Kollegen auf. Das ist mehr als nur Information. Das ist soziale Kompetenz. Du suchst die Bio-Äpfel im Supermarkt. Stufe 1. Wo sind Äpfel? Das klingt wie ein Suchbegriff bei Google. Nicht sehr menschlich. Stimmt. Stufe 2. Entschuldigung, wo sind die Äpfel? Das ist okay. Aber wie machen wir es indirekt und damit höflicher? Wir benutzen, wissen Sie vielleicht, wo ich die Äpfel finde? Wissen Sie vielleicht? Das vielleicht macht den Satz noch weicher, oder? Ganz genau. Es signalisiert, ich weiß, dass Sie viel zu tun haben, aber vielleicht haben Sie eine Sekunde Zeit für mich. Und an der Kasse? Die Kassiererin sagt, schönen Tag noch. Was antworte ich? Danke, tschüss. Das ist Stufe 1. Upgrade es. Danke, das wünsche ich Ihnen auch. Wundervoll. Damit rechnet die Kassiererin oft gar nicht. Es macht ihren Tag ein kleines Stück besser. Du triffst Tom. Stufe 1. Hallo Tom, wie geht es? Stufe 2. Mensch, Tom, lange nicht gesehen. Wie läuft's bei dir? Super. Wie läuft's ist sehr authentisch für Freunde. Aber jetzt willst du ihn einladen. Stufe 1. Kommst du am Samstag? Das klingt ein bisschen wie eine Kontrolle. Upgrade? Hast du am Samstag schon was vor? Ah, wir fragen erst nach der Zeit, bevor wir den Plan vorschlagen. Das ist höflich. Genau. Und wenn Tom einen Vorschlag macht, zum Beispiel, wollen wir grillen? Was sagst du? Ja, das ist gut. Upgrade. Das klingt super. Da bin ich dabei. Da bin ich dabei. Das ist ein großartiger Ausdruck für Begeisterung. Es zeigt, dass du wirklich Lust hast. Die letzte Szene für heute. Du musst gehen. Stufe 1. Tschüss, ich gehe jetzt. Das ist ein bisschen abrupt, als wäre ich sauer. Stimmt. Wie erklären wir es besser? Stufe 2. Ich muss jetzt leider los. Meine Pizza wartet. Gut, ich muss jetzt leider los ist der Standardbaustein. Aber wie bleiben wir im Kontakt? Es war echt schön, dich mal wiederzusehen. Wir schreiben uns, ja? Das ist das perfekte Ende. Du zeigst Wertschätzung, schön dich zu sehen und machst einen Plan für die Zukunft. Wir schreiben uns. Und dann sage ich zum Abschied. Man sieht sich. Genau, man sieht sich ist locker und cool. Lena, das war echt hilfreich. Wenn ich die Sätze vergleiche, sehe ich einen riesigen Unterschied. Siehst du, Martin? Man braucht keine komplizierten Relativsätze oder das Passiv, um besser zu klingen. Man braucht nur die richtigen Upgrades. Fassen wir kurz zusammen. Statt ich will, ich hätte gern. Bitte. Statt hilf mir, könntest du mir bitte kurz helfen? Statt
wo ist, wissen Sie vielleicht, wo ich finde? Statt ja, okay, klingt super. Du hast es verstanden. Es geht um die Nuancen. Diese kleinen Wörter wie bitte, kurz, vielleicht oder leider verändern die ganze Energie eines Gesprächs. Ich werde morgen direkt im Café anfangen. Kein Ich will mehr für mich. Das freut mich zu hören. Und was ist mit unseren Hörern? Liebe Leute, jetzt seid ihr dran. Schreibt uns in die Kommentare, welches Upgrade hat euch am besten gefallen? Gibt es einen Satz, den ihr bisher immer einfach gesagt habt und den ihr jetzt upgraden wollt? Wir freuen uns sehr auf eure Beispiele. Vielleicht habt ihr ja auch eigene Upgrades für uns. Vergesst nicht, das Video zu teilen. Helfen wir gemeinsam der Welt, besser Deutsch zu sprechen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Es war uns ein Vergnügen. Bis zum nächsten Mal. Ich muss jetzt leider los. Man sieht sich, Martin. Tschüss.